Das hier ist Deutschland für Anfänger. So zumindest hat sich das die Bundeszentrale für politische Bildung vorgestellt. In einer Wanderausstellung der Bundeszentrale sollten sich Zuwanderer, also eben jene Anfänger, ein typisches Bild machen von Deutschland. Und dieses Bild trägt den Titel Gemütlichkeit. Nun würden es wahrscheinlich selbst die meisten Deutschen als Zumutung betrachten, zwänge man sie in so ein Wohnzimmer. Kann man also von Afghanen verlangen, sich bei Hirschgeweih und Brunftgeschrei heimisch zu fühlen? Kann man einem Syrer oder einem Iraker einfach einen neuen Rahmen verpassen, samt Gebrauchsanweisung, auf der steht, wie ein Leben mit westlichen Werten geht? Jenny Rieger über die Schwierigkeit, Deutschsein zu lernen. Diese Straße, diese Menschen, dieses Wetter, das ist Deutschland. Mülltrennung, Ampelmännchen, Nieselregen, so die einfache Geschichte. Die komplizierte aber handelt von Werten und von Menschen wie Hayan Salman. Seit 2 Jahren lebt er in Deutschland, mit dessen Menschen, mit dessen Wetter, mit dessen Werten. Am Anfang, wir haben nicht verstanden, was das Leben hier in Deutschland ist und wie die Leute leben. Das war ganz anderes, die Leute, die Sprache, die Kultur, alles. Hayan Salmans Heimat Damaskus sah einst so aus und inzwischen vielerorts so zerstört. Er kam nach Deutschland, das mancherorts so aussieht, aber auch so oder gar so. Ein Zusammenstoß der Kulturen oder doch eher der Religionen? Die große Grenze, die im Augenblick verhandelt wird, ist die zwischen Islam und Westen. Das heißt, es wird wahrscheinlich in der Regel um Gleichberechtigung von Männern und Frauen und die Akzeptanz von parlamentarischen Demokratie und persönlichen Freiheiten gehen. Gleichberechtigung, Akzeptanz. An Orten wie diesen versucht man dies zu vermitteln. Volkshochschule Stuttgart, der sogenannte Orientierungskurs für Migranten. Thema heute die Bundesregierung, ein Rollenspiel. Die deutschen Regeln verstehen hier alle, aber die deutschen Werte? Also da gibt es hier Regal. Also da gibt es hier Gesetze. Okay, bei uns gibt es, aber niemand macht das. Hier in Deutschland gibt es so viele Homosexualitäten. In Bosnien, ich habe niemals gesehen 2 Männer oder 2 Frauen zusammen. Und jetzt? Haben wir hier schon einen Wertekonflikt? Oder doch einen Fall von Meinungsfreiheit? Ein schwieriges Feld. Ja, natürlich ist es schwierig, aber die Menschen haben auch die Freiheit, ihre eigene Meinung zu haben. Ja? Doch wenn diese gegen unseren westlichen Wertekanon verstößt, was dann? Verlangen wir die vollkommene Anpassung? Aber woran genau? Und was, wenn es dann doch geschieht? Wenn der Imam einer deutschen Politikerin den Handschlag verweigert, wenn muslimische Mädchen vom Schwimmunterricht ferngehalten werden, wenn voll verschleierte Frauen nicht Deutsch sprechen wollen oder dürfen. Geschichten gibt es viele, aber haben wir auch Lösungen? Was wollen Sie machen? Wollen Sie mit der Polizei ins Gefängnis stecken oder wollen Sie den verklagen, dass er dir die Hand nicht gegeben hätte? Die Frage ist aber, wie wir in einer liberalen Demokratie, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, Zwang auf Personen auszuüben, wenn sie sich für das eine oder das andere entscheiden. Hayan Salman hat sich entschieden. Für Deutschland als Lebensort, aber auch als Wertegemeinschaft. Alle Leute können machen, was sie wollen. Ja, und das ist die Freiheit. Zum Beispiel für mich, ich glaube, ich nehme syrischer Weg. Der syrische Weg. Für Hayan Salman heißt das, seine syrischen Wurzeln nicht zu vergessen. Zumindest die nächsten Jahre wird dieser syrische Weg ihn allerdings durch Deutschland führen.